Jungs, ich erwarte von euch, dass ihr richtig gut macht. Schon mal ist da, jetzt in der letzten Zeit sehr viel sich damit beschäftigt hat und zeigt euch mal die Übungen, probiert mal richtig mitzumachen. Wenn ihr Fragen habt oder Probleme, könnt ihr euch gerne melden und wir erklären euch das. Also viel Spaß dabei. Hallo Leute, ich mache mit euch heute eine Trainingseinheit, der Ganzkörper gehen wird. Ich fange erstmal mit einer aktiven Aufwärmphase an, damit ihr erst einmal schön ins Herz ankommt, sagen wir mal so. Und genau, lass uns einfach gleich mal anfangen. Auf der Stelle einfach ein bisschen joggen, ganz normal. Genau. Da ist schön die Knie hoch. Ihr könnt gerne eure Arme vor euch hin tun, damit ihr da so ein bisschen klatscht. Genau, dann genauso nach hinten, die Fersen zum Arsch. Immer schön tief dabei einatmen, nicht vergessen. Machen wir gleich weiter mit, keine Ahnung, wie die Übung heißt. Genau. Ihr sollt immer schön schneller werden. Natürlich nur so schnell, wie ihr es schafft. Sehr schön. Da tut ihr bestimmt schon sehr schneller atmen als vorher. Sollen wir von oben bis nach unten uns durchbewegen, damit ihr euch nicht verletzt. Erstmal den Kopf in die linke Richtung umkreisen. Einmal nach links, einmal nach rechts. Und dabei schön lang werden, damit es sich hier im ganzen Nacken und Hals zieht. Nehmt euch ruhig die Zeit dafür, atmet dabei durch. Genau. Dann fängt ihr an mit den Schultern nach vorne zu kreisen. Ihr könnt auch gerne eure Arme so drauflegen. Schön die Schulter mobilisiert werden. Wenn nach hinten geht, zieht eure Brust schön weit auseinander. Und mit der Einatmung nach oben und mit der Ausatmung nach unten. Dann machen wir Richtungswechsel, jetzt nach hinten. Wenn nach oben geht, dann einatmen. Beim Umgehen ausatmen. Sehr schön. Jetzt könnt ihr auch mal ein bisschen euer Handgelenke durchbewegen. Ein bisschen eine Richtung, ein bisschen die andere. Könnt auch gerne so machen. Euer Finger durchkneten, damit die auch stabil sind. Genau. Dann fangen wir an mit der rechten Arm nach vorne zu kreisen. Ihr sollt immer schneller werden, dass euer Arm schön gedreht wird. Dann in die andere Richtung, erstmal langsam. Dabei Stabilität in den Bauch halten, nicht, dass ihr euch hier irgendwie bewegt. Dann macht ihr auch immer schneller, zum Schluss ganz schnell. Sehr schön. Dann mit der linken Arm nach vorne.
Auch etwas schneller werden. Und Schluss ganz schnell durchdrehen. Sehr schön. Jetzt nach hinten. Achtet dabei darauf, dass ihr wie beim Schwimmen mit dem kleinen Finger nach hinten zeigt. Nicht, dass ihr so versucht, den Kreis zu machen. Genau. Dauert etwas schneller werden. Und zum Schluss ganz schnell nochmal durch. Sehr schön. Dann machen wir jetzt einen Arm nach vorne, den anderen nach hinten. Für die, die jetzt noch nicht so gut können, sollt ihr erst mal oben anfangen. Mit einem Arm nach vorne, mit dem anderen hinten. Und dann berührt ihr euch unten nochmal. Dann wieder hier. Wieder oben berühren. Unten, oben. Genau. Und dann macht ihr das einfach, wie ihr es könnt. Am Anfang sehr langsam, damit ihr es überhaupt schafft. Und dann könnt ihr es auch immer schneller machen. Dabei auch noch achten, dass sich hier im Bauch anspannt. Jawohl. Dann machen wir es mal in die andere Richtung. Jetzt rechts nach vorne, links nach hinten. Oder wenn ihr es davor andersrum hattet, dann halt andersrum. Genau, oben treffen, unten treffen. Jawohl, jetzt sind hoffentlich schon eure Arme ganz schön warm. Dann kommen wir jetzt hier bei unserer Hüfte an. Schön große Kreise machen. Am Anfang nach links. Und es ist egal, ob es komisch aussieht. Das soll euch nicht interessieren. Hauptsache, ihr spürt jetzt in den ganzen Beinen und ihren Rumpf. Eure Muskeln bewegt werden. Und auch gedehnt werden gleichzeitig. Zum Aufwärmen ist es ganz wichtig, weil wenn wir hier Krafttraining machen, unaufgewärmt, dann kann es ziemlich in die Hose gehen. In die andere Richtung jetzt. Hüftebewegung. Sehr schön. Dann machen wir jetzt noch ein paar aktive Aufwärmübungen. Und zwar, ihr steht am Anfang der Matte oder wo auch immer, macht einen Schritt nach vorne, achtet dabei darauf, dass der Knie nicht über den Fußgelenk geht, der ist gerade, und mit dem geht ihr schön in die Position. Am Anfang macht ihr nur das. Nach rechts, ihr werdet spüren, wie es in den Oberschenkeln sich etwas dehnt. Hier vorne soll es sich dehnen. Dabei achtet darauf, dass ihr nicht in den Hohlkreuz kommt, auch nicht zu weit nach vorne, dass ihr ungefähr stabil, gerade steht. Dabei Bauch anspannen und hier die Dehnung wahrnehmen. Wenn das 3 Mal pro Seite gemacht hat, dann soll sich auch mit dem Oberkörper drehen, damit auch im Bauch, in die seitlichen Bauchmuskeln Aktivität reinkommt. Und zwar dreht von vorne so aus, macht den Ausfallschritt und dreht euch dann mit dem Oberkörper zu dem Bein, der vorne ist. Ihr könnt dabei auch gerne eure Hände ausstrecken, dann werdet ihr es hier schön spüren, wie er sich dehnt und aktiviert. Und das macht ihr auf beide Seiten 5 Mal. Und achtet dabei darauf, dass der Knie nicht zu weit nach vorne geht. Mach ruhig in dein Tempo. Wenn du es etwas schneller machst, dann ist es halt so. Wenn du etwas langsamer bist, ist es auch kein Problem. Hauptsache, du machst 5 Mal pro Seite. Oder was 3? Weiß ich gar nicht. Sehr schön. Jetzt ist auch schon unser Bauch aufgewärmt. Jetzt fehlen nur noch die Beine. Dann fangen wir mal an mit Kniekreisen.
Knie zusammenlegen, nicht drauf lehnen, sondern einfach nur halten. Und dann in eine Richtung, in die andere Richtung. Dann machen wir noch ein bisschen die Fußgelenke. Eine Richtung, auf die andere Richtung. Wechseln wir den Bein. Jawohl, jetzt sind wir ziemlich aufgewärmt, würde ich mal behaupten, hoffe ich mal. Ihr habt auch ein bisschen durchgemacht und habt mich schon weggekriegt. Deswegen würde ich mal sagen, wir beginnen mit unserer ersten Aufgabe. Ganz normale Liegestützen. Ich werde 20 Stück machen. Ihr sollt auch versuchen, euch dann in die Richtung zu orientieren. Wenn ihr nicht so viel schafft, dann macht halt etwas weniger, dann macht nur 15. Aber kämpft. Und wenn ihr schon merkt, ihr schafft es nicht mehr, dann macht trotzdem noch 2 Stück. Also, ich glaube, jeder kann mit Liegestützen machen. Einfach auf die gerade Haltung achten. Langsamer nach unten, schneller nach oben. Langsam nach unten, schnell nach oben. Jeder in sein eigenes Tempo 20 Stück. Wenn du nicht mehr kannst, kannst du auch kurz halten, dich ausruhen und dann weitermachen. Aber die Knie nicht absetzen, bevor du nicht fertig bist. Sehr schön. Nachdem du die ersten 20 fertig hast, eine halbe Minute Pause. Ihr könnt euch dabei zur Entspannung auf eure Füße setzen. Das dehnt auch ein bisschen die Oberschenkel und auch die Waden. Ihr könnt dabei eure Arme ausschütteln. Noch ein paar Mal durchatmen und schon geht es weiter mit der zweiten Runde. Macht euch bereit. Ich werde jetzt dieses Mal mitzählen, versucht mitzumachen. Auch wenn ihr es noch nicht so gut drauf habt, dann macht ihr halt mal eine Liegestütze aussetzen, damit ihr etwas Pause habt. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Sehr schön. Wenn du durchgezogen hast, bin ich sehr stolz auf dich. Wenn du schon etwas früh aufgehört hast, auch gar kein Problem. Beim nächsten Mal wird es besser laufen. Wieder eine halbe Minute Pause. Entspannt euch. Genau dabei Dehnübungen machen, wie ihr wollt. Und schon haben wir die dritte Runde erreicht.
somit die letzte Runde von Liegestützen. Ihr könnt auch dabei mit der Breite variieren. Ob ihr es etwas enger macht oder breiter, hat eine Auswirkung auch auf die Brust, welche Muskelsträhne es mehr trainiert. Ob es eher hier außen ist, oder hier innen. Genau. Also macht euch ready. Und 1, 2. Versucht richtig explosiv nach oben zu kommen. Fast vom Boden schon abheben. 6, 7, 8, 9. Nicht mit der Hüfte durchhängen. Schön durch oben halten. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh. Wenn ihr das nicht könnt, ein bisschen warten, durchatmen 1, 2 Mal und weiter. 16, 17, 18, 19, 20. Sehr schön. Die erste Aufgabe ist fertig. Jetzt auch mal ein bisschen die Arme ausschütteln. Könnt ihr jetzt auch gerne ein bisschen die Arme einfach nach hinten ziehen. Und hier ein bisschen Dehnung reinkommt. Einfach ein bisschen durchbewegen, ausschütteln. Dann, unsere zweite Aufgabe geht zum Bauch. Gehört einfach ganz normal dazu. Da gibt es auch verschiedene Schwierigkeitsgraden von den Übungen. Ich werde für mich eine der schwierigeren nehmen, aber ihr fängt an, womit ihr euch wohlfühlt. Also am einfachsten, würde ich behaupten, ist, wenn ihr eure Füße unter etwas einklemmt und ihr ganz normal hier so hochkommt. Der ganz normale Sit-Up. Wenn ihr ein bisschen schwieriger haben wollt, dann hebt ihr eure Beine an, bildet hier 90 Grad Winkel und kommt nur mit dem Oberkörper nach oben und spürt dabei, wie ihr euer Bauch zusammenpresst. Und wenn ihr nach hinten geht, geht ganz nach hinten, damit euer Bauch ganz sich aufdehnt und es ja, die ganze Strecke zurücklegen muss. Von ganz hinten bis ganz zusammen. Nicht nur bis hier, ganz aufdrehen dabei. Und davon auch 20 Mal. Also, 1, 2, 3. Der erste Set wird am schwierigsten fallen, weil da der Bauch noch nicht aufgewärmt ist. Aber trotzdem durchbeißen, nicht aufhören. 9, 10, 11, 12, 13. Und versucht euch langsam nach hinten fallen lassen. Also nicht fallen lassen, sondern nach hinten abfedern. Von Wirbel zu Wirbel. Nicht einfach nicht hoch und zurück. Schön kontrolliert, dabei die ganze Zeit Spannung im Bauch halten. 16, 17, 18, 19, 20, sehr schön. Jetzt wieder kurze Pause, tief durchatmen. Und bei jeder Aufgabe achtet auf eure Atmung. Egal, was ihr macht.
Zum Beispiel bei Liegestütze habe ich vergessen zu erwähnen. Wenn ihr nach unten geht, atmet ihr ein und wenn ihr euch explosiv hochdrückt, dann müsst ihr auch die ganze Luft rausdrücken und euch damit gleich. Auch beim Bauch. Wenn ihr nach oben kommt und euer Bauch zusammenpresst, dann presst auch die Luft raus. Sehr wichtig. Ihr werdet merken, wenn ihr auf eure Atmung achtet, werdet ihr viel mehr schaffen als davor. Jetzt Leute, zweite Runde. Wie es euch liebe ist, legt eure Beine hin oder haltet es in der Luft. Ihr sollt gestreckt halten. Wie es euch am schwersten fällt, aber das ihr noch schafft. Und auf geht's. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wenn ihr keinen Sit-Up mehr schafft, dann haltet. Dann haltet eure Beine einfach nach oben und haltet statisch, solange ich nicht fertig bin. 14, 15. Und Pause. Wieder schön tief einatmen. Falls ihr schon Bauchweh habt, könnt ihr jetzt auch ein bisschen dehnen, indem ihr euch hinlegt und nur mit den Armen nach oben drückt. Nicht aus dem Rücken, nur mit den Armen. Und spürt dabei die Dehnung im Bauch. Den Kopf nicht überstrecken, der bleibt neutral, schaut nach vorne und drückt euch immer mehr mit den Armen nach oben. Auch ein, zweimal tief durchatmen. Sehr schön. Jetzt die dritte Runde. Nochmal schön durchbeißen, egal wie der Bauch brennt. Und zwar, wir machen jetzt einen richtig ekligen dritten Gang. Nachdem wir fertig sind, mit den 20 Wiederholungen, machen wir nochmal 20. Und zwar, du musst deine Fersen berühren, pro Seite. Also nicht pro Seite 20, sondern insgesamt. Du bist fertig mit den Sit-Ups. Einmal hier links, einmal hier rechts. Einmal hier links, einmal hier rechts. Und das 20 Mal. Und da wird bestimmt schon ein Bauch sehr brennen. Aber dann nochmal die Zähne zusammenkneifen und durchziehen. Also, auf geht's. 1, 2, 3. Einatmen und ausatmen. Wie gesagt, wenn du keine 20 schaffst, halt einfach deine Füße. Jetzt. 15.
18, 19, 20. Und jetzt nicht ablegen. Jetzt korrekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Geschafft. Wenn ihr die Aufgaben gerade eben draußen macht, dann seid ihr schon bestimmt sehr am Schwitzen, obwohl es wahrscheinlich zu Hause nicht anders aussieht. Wenn ihr es richtig macht, dann seid ihr auch da am Schwitzen. Genau, jetzt haben wir unsere Brust, jetzt haben wir unser Bauch durchtrainiert. Jetzt machen wir etwas für die Beine und für den Rücken. Eine ganz wichtige Aufgabe, weil ihr das wahrscheinlich täglich in eurem alltäglichen Leben macht. Und zwar ganz normale Kniebeugen. Aber wahrscheinlich ist euch gar nicht bewusst, wie wichtig Kniebeugen sind und wie sehr man die falsch machen kann und dabei den eigenen Rücken kaputt. Es sieht vielleicht einfach aus, es fällt euch vielleicht auch einfach, aber es ist wahrscheinlich etwas schwieriger, an den Punkt zu kommen, wo ihr mit gerade Rücken ganz zwischen eure Füße setzen könnt. Am Anfang wird es vielleicht noch so aussehen, oder wahrscheinlich so, aber dann solltet ihr es gleich lassen. Weil es ist sehr wichtig, dass der Rücken gerade bleibt. Mit einem krummen Rücken könnt ihr nichts anfangen, da geht ihr kaputt. Und zwar, versucht dabei den Wirbelsäule entlang ein paar Punkte zu finden, die ihr aktiviert, wodurch ihr nicht hier nach vorne so runtergeht, sondern der bleibt gerade. Aber ihr seid neutral gerade bleiben, auch nicht überstrecken, nicht in eine Heulkreuz rein. Ihr könnt eure Arme auf die Schulter legen, ihr könnt sie zusammentun, was auch immer. Hauptsache, euer Rücken ist gerade. Und dann geht ihr schön langsam nach unten. Die Knie zeigen mit den Füßen in die gleiche Richtung. Nicht so, gerade neutral. Und wenn ihr nach unten geht, gehen die Knie mit in die Richtung von den Füßen. Versucht drauf, nicht nach innen zu gehen, nicht nach außen. Ganz wichtig. Dann machen wir 20 Kniebeugen. Okay? Achtet auf euer Rücken und auf die Ausführung. Auch wenn es manchmal langsamer geht, ihr vielleicht gar nicht so viel schafft, einfach drauf achten. 1, 2. Die ein bisschen mehr in den Rücken haben wollen, die können gerne die Arme nach außen, nach vorne strecken oder nach oben. Das ist noch schwieriger, weil ihr kommt automatisch nach vorne und ihr müsst euch nach hinten halten. 20 Mal. 4, 5, 6, 7. Und langsamer nach unten, explosiver nach oben. 9, 10, 11, 12, 13. Die Knie achten, nicht, dass sie nach innen gehen. 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Sehr schön. Wenn ihr es richtig macht, könnt ihr es bestimmt im oberen Rückenbereich spüren und ein bisschen in den Oberschenkeln und Arsch. Falls ihr natürlich mehr braucht, könnt ihr gerne ein Gewicht nehmen. Aber es kommt dann schon mit der Zeit. Hier auch schön durchatmen, die Beine ein bisschen ausschütteln, gleich hier durchgehen, baumeln lassen.
Wenn ihr wollt, könnt ihr auch versuchen, mit den Armen nach oben oder die Arme hinter dem Kopf. Aber dann achtet wirklich darauf, dass ihr euer Rücken und Bauch anspannt. Und nicht, dass ihr durchhängt oder nach vorne krumm werdet. Falls ihr es nicht wollt, einfach ganz mal weitermachen, Kniebeugen wie vorher. Also, die nächsten 20. 1, 2, 3, 4, 5. Die Beine sollen natürlich schulterbreit sein, falls ihr nicht benutzt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Schön durchatmen. Nicht ans Handy gehen. Konzentriert auf euch, auf eure Atmung. Nehmt euch jetzt die Zeit für euch selbst. Dann fehlt jetzt nur noch der dritte Satz von den Kniebeugen. Ihr könnt jetzt wieder, wie es euch lieb ist, machen. Den Arm vorne. Ihr könnt auch eigentlich euer Arme neben euch hängen, aber dann wirklich auf euren Rücken achten. Weil meistens, wenn ihr die Arme einfach neben euch hängen lässt, dann geht man automatisch nach vorne. Oder wenn ihr das macht, dann berührt zwischen euren Beinen den Boden. Aber trotzdem mit gerade Rücken. Also wie von hier was nehmen würdet und hochheben. Mit gerade Rücken. Nicht so. Ganz wichtig. Und jetzt ist die Pause auch vorbei. Also letzte Runde. Wieder 20 Stück. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn es euch zu leicht ist, könnt ihr gerne ein kleines Gewicht oder auch ein schweres in die Hand nehmen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wieder auf die Atmung achten. Nach unten einatmen. Nach oben aus. 17, 18, 19 und 20. Sehr gut, Leute. Wieder ein bisschen Arme, Beine durchschütteln. Auch gerne mal links, rechts drehen. Jordan, wie viel Zeit haben wir noch? Jetzt 35 Minuten. Dann machen wir jetzt noch ein letztes Set für die Schulter. Und dann machen wir nochmal einen Cooldown mit ein bisschen Stretchen. Genau.
Für die Schultern mache ich ganz genau zum Aufwärmen. Das ist auch allgemein eine sehr gute Übung. Geht schön nach vorne, lässt euch einfach hier hängen und läuft dann mit den Armen ganz weit vorne, so weit bis ihr könnt. Und dann wieder zurück. Und davon 10-mal nach vorne und nach zurück, ganz zurück. Und auch so weit nach vorne, bis es wirklich geht. Für mich ist gerade der ist ja scheiße. Ich habe einen Namen davon vergessen. Egal, der ist zu klein gerade, deswegen gehe ich hier weg von der Matte. Danke, Matte. Und wieder ganz weit nach vorne, bis ihr fast mit euer Bauch am Boden ankommt. Falls ihr es natürlich nicht so weit schafft, dann geht es nur bis dahin, bis ihr wirklich gerade seid mit dem Rücken und nicht durchhält. Dabei die ganze Zeit Bauch und Rücken anspannen. Drei. Jeder für sich. Wenn du schummelst, bescheißt du nur dich selbst und deinen Körper. Im Sommer kommt. Und ihr solltet euch gerne, wenn ihr ganz nach vorne gelaufen seid, für 1 Sekunde halten. Dass wir ganz 20 kurz 21 und zurücklaufen. Und den letzten. Und Pause. Schüttelt schön eure Arme raus. Durchatmen. Bisschen was trinken. Ganz wichtig, dass ihr viel Wasser trinkt zu dieser Jahreszeit schon, weil es sehr heiß ist. Wenn du vorher in der ersten Runde nur 5 geschafft hast, ist das auch gar kein Problem. Am Anfang fällt es einem sehr schwer, weil der Körper muss sich an diese Übung gewöhnen. Aber mit den Wochen wird es immer besser. Du musst dich nur ranhalten und weitermachen. Und die zweite Runde. Wieder schön nach vorne. Und 1. Zwei. 3. 4. 5. Auf geht's, nicht aufgeben. Mach weiter. Wenn du es nicht mehr schaffst,
Dann bleib einfach auf der Liegestützposition und halte. 6. 7. 8. Bauch dabei anspannen. 9. Und 10. Pause. Handgelenke auch ein bisschen ausschütteln. Die letzte Runde. Es ist wirklich egal, wie viel ihr schafft. Aber wenn ihr schon richtig stirbt, dann sollt ihr nochmal 2-mal nach vorne laufen. Noch 2-mal. Weil genau diese letzten 2 bringen die Wirkung auf deinen Körper, dass ich denke, ey Mann, ich schaff's nicht mehr. Ich muss wachsen. Ich muss mehr von diesen Muskeln produzieren, damit der Körper es schafft. Egal, zu viel gelabert schon wieder. Dritte Runde. Eins. 2. Und 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Und letzt. 10. Ah, sehr schön. Was sagt die Uhr? 11:06. Noch eine Aufgabe? Ja. Ich noch eine Aufgabe machen soll? Mach mal, bedeutet für den 10 Minuten, 10 Minuten. Dann, das war's jetzt für die Stärkenaufgaben für heute. Diese 4 Aufgaben solltet ihr auch allgemeine tägliche Routine einführen. So abends mal oder wenn ihr wollt, gleich in der Früh, macht eine Runde joggen, damit der Tag wunderschön startet. Genau. Für den Cooldown müssen wir erstmal unser Herz beruhigen. Erstmal ein bisschen runterkommen. Dafür schön hinsetzen. Macht euch bequem, in den Schneidersitz. Ihr könnt euch auch gerne auf eure Füße widersetzen. Einfach kurz ankommen, da wo du gerade bist, bei dir selbst. Tief einatmen dabei. Beim Ausatmen alles loslassen.
kannst auch gerne die Augen schließen für einen Moment. Sehr schön. Dann fangen wir mit unserem Nacken an. Sollte der Kopf auf eine Seite lehnen. Spürt hier die Dehnung. Wenn es für euch nicht genug ist, legt gerne wenn euer Kopf nach links gedreht ist, die linke Hand auf die Schläfe drauf. Nur drauf liegen lassen, nicht ziehen, nur drauf liegen lassen. Und den rechten Arm schön Richtung Boden zeigen. Und hier noch mehr zieht und mehr Spannung entsteht. Einmal tief einatmen, bringt den Arm nach oben und zeigt die Hand rechts nach unten und ausatmen. Nochmal einatmen, bring den Arm nach oben, beim Ausatmen bring ihn so weit nach unten, damit du es am meisten ziehen spürst in deinem Nacken. Dann kommen wir wieder zurück in die Ausgangsposition. Wenn ihr wollt, jetzt eure Beine wechseln, wenn ihr im Schneidersitz seid. Andere Bein nach oben. Jetzt dreht ihr den Kopf nach rechts fallen lassen. Wieder, wenn es so nicht genug ist, legt eure rechte Hand auf die linke Schläfe. Tief ein- und ausatmen. Dabei den Rücken gerade halten, nicht runter. Den linken Arm auch noch ausstrecken. Die Handfläche zeigt nach oben. Einatmen. Und ausatmen. Wieder einatmen. Ausatmen. Und wir kommen in die Ausgangsposition. Wir können jetzt gerne aufstehen, uns die Beine durchschütteln, Kopf, Rücken, rechts, links gucken, nichts zu hektisch machen. Dann lehnen wir uns einfach mal nach vorne, um die hintere Rückseite, die Beine zu dehnen und so weit nach unten könnt. Das wird ein bisschen zu formen, auch gerne rechts und links. Dabei ist ein bisschen der Feder so hoch und runter. Ihr könnt nochmal ab und zu schön lange da halten. Und jetzt in den hinteren Oberschenkel gespürt. Dann leicht die Beine einbeugen, den Oberkörper auf die Knie drauflegen und dann schön langsam die Beine ausstrecken. So weit wie es geht, bis ihr das hier hinten schön dehnen spürt. Auslockern.
Dann gehen wir uns jetzt noch Latissimus, die ist vor allem für Wasserballer ganz wichtig, von den ganzen Würfen und so weiter und auch Schwimmen, vom Ziehen. Dafür gehen wir auf unsere Knie, gehen ungefähr ein bisschen breiter als Schultern oder schulterbreit mit den Knien. Dann laufen wir mit den Armen ganz weit nach vorne und lässt den Oberkörper Richtung Boden fallen. Dabei auch schön auf die Atmung achten. Und jedes Mal ausatmen schwerer werden. Dein Körper vom Boden einführen. Jeder Knochen und Muskel entspannt. Und jede Ausatmung mehr loslassen. Ich kann auch mit den Fingern einfach nach vorne, damit es hier noch mehr zieht. Dann könnt ihr auch von vorne mit den Armen so ein bisschen nach rechts gehen, damit die linke Flanke sich noch mehr dehnt. Tief ein- und ausatmen. Dann wieder in der Mitte zurückmarschieren. Jetzt nach rechts, nach links mit den Armen, damit das rechte Flanke noch mehr dehnt. Versucht dabei, die rechte Arschbacke noch mehr Richtung Boden zu drücken, nicht dass ihr abhebt. Und dabei auch auf eure Atmung achten. Sehr schön. Wir bleiben fast in die gleiche Position und machen auch eine letzte Dehnung für die Schulter. Und zwar, ihr versucht hier 90 Grad zu behalten, den Beinwinkel, damit euer Gesäß genau über euer Knie ausgerichtet ist. Achtet wirklich darauf, dass ihr dabei nicht zu weit hinten, nicht zu weit vorne seid. Dass ihr genau gerade seid. Und dann gehen wir jetzt erst mit dem linken Arm unter die rechte hindurch und lassen unsere Schläfe hinlegen. Von vorne, wie es aussieht. So. Und spürt dabei, wie es euer linke Schulter dehnt. Die ganze Rückseite auf. Schulterblätter. Genau. Dann bleiben wir noch hier für 1, 2 Atemzüge. Und Seite. Jetzt gehen wir mit dem rechten Arm unter die linke hindurch. Lassen die rechte Schläfe auf den Boden. Auch noch 1, 2 Atemzüge.
Jawohl. Und das war schon heute. Freut dich, dass du dir eine Stunde Zeit genommen hast, nur für dich selbst. Ich hoffe, die kleine Trainingseinheit hat euch gefallen. Lasst jede Gedanke bitte in den Kommentaren, egal ob es Verbesserungsvorschläge sind oder ja, einfach Kritik. Lasst mich wissen. Ich freue mich, dass ihr mitgemacht habt. Danke schon mal, das war sehr gute Leistung. Ich hoffe, dass wir es regelmäßig machen können. Wir klären das jetzt und wir sagen euch alle Bescheid. Es wäre schön natürlich, wenn wir die dreimal die Woche machen könnten. Wir klären schon mal und wir melden euch bei euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.